Tatjana Ohm ist für uns weiterhin in der Ukraine, mitten im Kriegsgebiet in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Guten Morgen, Tatjana. Der ukrainische Präsident also hält ein Ende des Krieges tatsächlich im nächsten Jahr für möglich. Wie kommt er denn zu dieser doch sehr positiven Einschätzung und für wie realistisch hältst du dieses Ziel? Du warst ja für uns oft im Ukraine-Krieg. Also ganz ehrlich, diese Äußerung ist etwas und die Frage, die du auch stellst dahingehend, die sich auch hier in der Ukraine heute viele Kommentatoren stellen, zum Beispiel in den unterschiedlichen Telegram-Chatgruppen, da wird zum Teil gespottet über die Äußerungen des Präsidenten, aber da wird eben auch in der Tat ernsthaft die Frage gestellt, wie kommt der da drauf? Wahrscheinlich in Selenskys Hinterkopf die Überlegung, wenn er es schafft, all die Gesprächspartner, mit denen er es heute und in den nächsten Tagen noch auf seiner USA-Reise zu tun hat, davon zu überzeugen, dass Langstreckenwaffen oder der Einsatz von Langstreckenwaffen für die Ukraine aus westlicher Lieferung gestattet wird, dass man damit eben tief ins russische Hinterland sozusagen sich verteidigen kann. Man greift ja nicht an, man verteidigt sich, dass man sich verteidigen kann bis ins russische Hinterland hinein und dadurch eben die Logistik der Russen so massiv trifft, dass die russische Seite irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres an den Punkt kommt, wo sie sagt oder auch einsieht, das ist die Hoffnung Zelenskys, ein Sieg ist nicht mehr möglich, also lassen wir uns vielleicht doch auf echte Verhandlungen, auf echte Friedensverhandlungen ein. Das ist sehr wahrscheinlich das, was Selensky im Hinterkopf hat. Dafür braucht er aber natürlich die Unterstützung aller westlicher Partner. Die hat er zu einem großen Teil, wenn es um bestimmte Waffen, Waffensysteme und Munitionslieferungen geht. Auch finanzielle Unterstützung gibt es. Aber eben für die Ukraine in diesem Moment, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wichtig wäre eben die Erlaubnis, die gelieferten Waffen eben auch anders einsetzen zu dürfen, als sie es bislang können. Ob er die bekommt, ist fraglich. Tatjana, wir schreiben inzwischen Tag 944 des Ukraine-Krieges und Putins Truppen greifen ja inzwischen weitere Städte mit Gleitbomben an. Lange Zeit betraf das nur die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw. Über welche Region sprechen wir da jetzt konkret? Saporischschja. Die zweite Nacht in Folge jetzt, dass dort Gleitbomben eingesetzt wurden. In der vorvergangenen Nacht bereits, in der letzten Nacht insgesamt 6 Gleitbomben, die in Saporischschja und den Vororten dort niedergegangen sind mit verheerenden Auswirkungen. Die Rede ist im Moment von über 70 Verletzten, von einer großen Anzahl an zerstörten privaten Wohnhäusern, an zivilen Einrichtungen. Und das ist etwas, wo hier im Moment doch auch viele ins Grübeln kommen, worauf das zurückzuführen ist. Eine mögliche Erklärung könnte eben sein, dass es der ukrainischen Seite mittlerweile tatsächlich gelungen ist, die bislang in kurzer Distanz eingesetzten S-300, S-400 eigentlich ja Boden-Luft-Raketen, die aber von der russischen Seite als Boden-Boden-Waffe eingesetzt wurden, dass man da die Abschussvorrichtung vielleicht doch zu einem großen Teil so zerstört hat, dass die russische Seite jetzt eben auf diese Gleitbomben zurückgreift. Man muss aber auch sagen, die Einschläge von Gleitbomben haben noch einmal eine andere Wirkung, eine verheerendere Wirkung fast noch als die S-400. Und das ist das, was die Menschen im Moment hier doch arg zu spüren bekommen. Wenn wir dann vielleicht noch einen kurzen Blick aufs Militärische, tatsächlich Militärische werfen, dann gibt es da im Augenblick die Meldung von unterschiedlichen unabhängigen Beobachtern, dass es offenbar der ukrainischen Seite gelungen sein könnte, rund um Pokrovsk den russischen Vormarsch nicht zu stoppen, ihn aber zu verlangsamen. Das könnte daran liegen, dass die ukrainische Seite eben noch mal mehr Truppenteile dorthin verlagert hat, um eben diesen Vormarsch irgendwann auch komplett aufzuhalten. Das ist bislang noch nicht gelungen. Die russische Seite befindet sich in ungefähr 8 Kilometern Entfernung vom Stadtzentrum Pokrovsk, bewegt sich jetzt so ein bisschen mehr in südlicher Richtung auch, aber offenbar langsamer als in den vergangenen Wochen. Tatjana, danke für all diese aktuellen Informationen über den aktuellen Verlauf im Ukraine-Krieg.